for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Als Intro-Tierchen habe ich mir was Anstrengendes ausgedacht für euch. Ich habe gerade einen wunderhübschen, was ist, jetzt muss ich gerade selber überlegen, Hypohedranit, ich glaube Postkaramell, wenn mich nicht alles täuscht, Tigerpython da. Optisch ein super hübsches Tier. Auch völlig brav und anständig, wie ihr sehen könnt. Aber echt auch ein Mordsbrocken. Also selten so große, schwere Tigerpythons da wie den hier. Ihr merkt es an meiner Schnauferei. Deswegen den euch heute mal als Intro-Tierchen. Also die meisten können sich solche Brocken daheim wahrscheinlich nicht halten, nehme ich an. Ein paar wenigen ist es gegönnt. Und deswegen wollte ich euch den heute mal zeigen. Geschätzt 50 Kilo, wunderhübscher Tigerpython. Unser Thema heute, wir sind im Reptilien ABC, ne, da haben wir ja aufgerufen. Und bei C kam natürlich, wie nicht anders zu erwarten, relativ oft die Chamäleons ins Spiel. Und deswegen wollen wir heute auf die Chamäleons eingehen. Im Prinzip, ich würde sagen, in der Terroristik gibt es zwei Chamäleons, die eine Rolle spielen. Das sind zum einen die Jemen-Chamäleon, wo ich hier habe, ne? Jemen-Chamäleon, Cameliocalyptratus, und dann noch das Panther-Chamäleon. Das sind die zwei Chamäleon-Arten, die sich gut halten lassen, die in der Terroristik sich züchten, vermehren lassen. Um es gleich vorne wegzunehmen, ich würde euch von allen anderen Chamäleons abraten, beziehungsweise ich würde 98% von euch von allen anderen Chamäleons abraten. Es gibt wirklich ein paar wenige Spezialisten, die mit viel Aufwand in der Lage sind, auch Sachen wie die Dreihorn-Chamäleons oder Teppich-Chamäleons oder die großen Mallarys oder sowas zu halten. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Bei, wie gesagt, geschätzt 98% der Terrarianer halten die sich nicht. Zum einen das Klima kann man fast nicht bieten und dann sind sie einfach zu empfindlich und gedeihen nicht in der Terroristik. Ne? Deswegen würde ich euch von allen anderen Experimenten abraten und würde euch entweder zu den Jemen-Chamäleons oder zu den Panther-Chamäleons raten. Wenn wir gerade die Jemen so schön hier haben, möchte ich kleiner auf die Geschlechter eingehen. Bei den Chamäleons ist es natürlich so, das hinten dran hier ist das Männchen, vorne dran ist das Weibchen. Viele kaufen sich gerne ein Männchen, weil es farblich meistens noch gleich ein wenig hübscher ist wie das Weibchen. Ihr seht es jetzt hier an der Farbe, an der Zeichnung. Das Männchen ist farbenfroher, hat auch zumindest ab einem bestimmten Alter den größeren Helm und eben diese auffälligere Zeichnung. Das ist ein Geschlechter- oder ein Unterscheidungsmerkmal, wie man die Geschlechter auseinanderhalten kann. Wenn ihr die Tiere kauft als Jungtier, sind die farblich in der Regel gleich. Da sehen die eigentlich, haben sie alle im Prinzip so diese Weibchenfärbung, ne, wie also das Grün, und haben noch nicht dieses Muster ausgeprägt. Bei den Jemen-Chamäleon, das sieht man jetzt hier ganz schön, ihr seht hier den Zacken hier hinten dran, an dem Hinterfuß, ne, also zwischen, wo das Fußgelenk auseinander geht, jetzt haut er mir hier ab, haben die Männchen diesen Sporn, diesen Zehensporn. Dadurch kann man es wirklich ganz gut unterscheiden. Bei den Weibchen, mal gucken, ob wir das Weibchen gerade mal drehen können. Wenn er bei dem Weibchen am Hinterfuß guckt, jetzt müssen wir es eigentlich sehen, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir es ganz gut sehen, hier an dem Hinterfuß ist dieser Zehensporn nicht vorhanden. Ne? Also hier hinten dran an der, wie gesagt, wo die, wie soll man sagen, wo das Gelenk sitzt sozusagen, ne? Haben die Männchen den Sporn, die Weibchen haben keinen. So kann man bei den Jemen-Chamäleon, leider nur bei den Jemen-Chamäleons, die Geschlechter recht gut unterscheiden. Kommen wir zur Haltung von den Tieren. Bei den Chamäleon gibt es im Prinzip
3, 4 wichtige Dinge, die man beachten soll, wirklich ganz wichtig. Somit mit das Grundprinzip ist, dass sie eine gute Lüftung brauchen. Also ihr könnt so Chamäleons nicht in den ganz normalen Glasterrarien oder Holzterrarien halten mit der ganz normalen Belüftung. Da wird es denen zu stickig, da gedeihen die nicht gut, beziehungsweise früher oder später gehen die da sogar ein, weil sie eine schlechte Belüftung haben, ne? Also die wollen wirklich ein ganz luftiges Terrarium. Diese Gaze-Terrarien haben sich zum Beispiel super bewährt, ne? Das sind, also hier vorne ist so eine Plexiglasscheibe drin, ne? Hier ist so ein Verschluss und alles andere rundherum ist Gaze, ne? Das ist wirklich perfekt, weil sie da einfach die perfekte Belüftung haben, ne? Chamäleons als Jungtier, also das, was ihr jetzt seht, ist natürlich viel zu klein für die 2 hübschen, die ich hier in der Hand habe. Aber für die Jungtieraufzucht ist das eine gute Größe, ne? Und entsprechend größer braucht man natürlich entsprechend größere Terrarien. Gibt zum Beispiel eins mit 90, knapp 50 mal 90, ne? Reptisur, also 90, ich glaube 46 tief, 90 hoch. Das finde ich recht gut für so ein Pärchen oder Einzeltier von den Chamäleons. Das hat ebenfalls relativ viel Lüftungsgitter außenrum. Das hat eine Komplettgaze, so wie das hier, hat aber oben seitlich überall Belüftung, was ebenfalls ausreichend ist, ja. Wichtig, achtet darauf, wenn ihr ein Terrarium habt für eure Chamäleons, es muss wirklich sehr, sehr viel Lüftung haben. Der zweite wichtige Punkt ist das Wasser bei den Tieren. Also Chamäleons trinken nicht irgendwie aus einer Wasserschale, wie jetzt eine andere Echse oder eine Schlange tut, sondern die trinken im Prinzip so Sprühwasser, ne? Das heißt, man muss die 1-, 2 Mal am Tag sprühen. Kann man hier außen dieses Gitter zum Beispiel ansprühen rundherum und dann gehen die Tiere hin und lecken die Tropfen ab von dem Gitter oder von den Blättern oder von der Einrichtung im Terrarium, ne? Ihr könnt auch innen rein natürlich sprühen, könnt die Blätter, die Sachen ansprühen, da trinken die Tiere dann. Das würde ich sagen, ist der zweite ganz wichtige Punkt, der zu beachten ist. Bevor wir zum nächsten Take gehen, hier die 2 Tiere, die ich hier auf der Hand habe, noch kurz, das sind, vorher hatten wir Jemen-Chamäleon gesehen, jetzt habe ich hier Panther-Chamäleon, um euch einfach was anderes zu zeigen. Das sind Panther-Chamäleon, da gibt es mittlerweile recht viele Verbreitungsvarianten. Das in dem Fall ist Ambilobe, beziehungsweise man sagt auch Ambilobe Red dazu, weil die unheimlich tolle Rotfärbung haben. Das hier unten ist das Weibchen, farblich einiges dezenter, ne? Die sind zwar auch schön rot, aber bei weitem nicht so farbintensiv wie so ein Männchen hier oben. Als Jungtier auch noch relativ schwer zu unterscheiden von den Geschlechtern, weil da sieht man diese Farbdifferenz nur gar nicht, wenn sie klein sind. Und umso größer sie werden, umso einfacher. Was man hier auch mal noch klein eigentlich sehen kann, die Männer haben die Hemipenistaschen hier schwanzwärts, also hier so eine Verdickung, also sagen wir mal vor meinem Finger Richtung Kloake, ist es nach unten hin verdickt. Naja, das Weibchen, das passt auch gerade ganz gut. Seht ihr, dass hier diese Verdickung fehlt beim Weibchen, ne? Wie gesagt, bei der Größe an sich unwichtig, weil man es schon allein an der Farbe erkennen kann. Aber selbst, sagen wir 2 Monate jünger, wie die jetzt hier sind, da kann man es an der Farbe noch nicht erkennen. Und da kann man es versuchen, an den Hemipenistaschen einigermaßen zu erkennen. Das ist meiner Meinung nach die einzig sichere Art, wie man bei den Panther-Chamäleons die Geschlechter unterscheiden kann an diesen Hemipenistaschen. Manche sagen auch noch, am Bart unten könnte man es erkennen, dass die Männchen schon früher eine Rotfärbung am Bart haben, ne, wenn man da so die Hautfalte gleich ein wenig runterzieht. Das finde ich relativ subjektiv. Funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut, wie gesagt, nach den Hemipenistaschen zu schauen. Wir hatten die ersten 2 ganz wichtigen Punkte bei der Chamäleonhaltung. Das war eben die frische Luft und das Wasser geben, ne, damit die trinken können, das Sprühwasser. Der dritte ganz wichtige Punkt ist die Beleuchtung, ne. Die Chamäleons brauchen ein sehr helles Licht, sie brauchen einen ganz hohen UV-Anteil. Also das Terrarium muss extrem stark ausgeleuchtet sein.
Das Ganze macht man mit entsprechenden Lampen. Die höchste Lichtausbeute, das heißt also das hellste Licht machen diese HID-Lampen. Ne? Gibt es verschiedene Anbieter, X-Reptile ist recht gut, Mega-Ray ist sehr gut. Ist allerdings auch also ist die beste Technik an Terrarienbeleuchtung, ist aber auch die teuerste. Ne? Man braucht ein Vorschaltgerät dazu mit passender Wattzahl, in dem Fall 150. Und das macht das Ganze relativ teuer. Ne? Also da seid ihr bei so einem Beleuchtungsset bei, na, mal ganz grob, zwischen 100 und 200 Euro, was die Beleuchtung kostet. Ist aber wie gesagt, die beste Beleuchtung, die ihr machen könnt. Die Alternative dazu sind so Mischlichtlampen. Ist auch eine gute Beleuchtung, war viele Jahre das Mittel zum Zweck, bis es eben diese HID-Lampen gab, waren diese Mischlichtlampen das neue Terrarianer-Wunder sozusagen. Sind auch gut, ist deutlich billiger, man braucht kein Vorschaltgerät dazu, schraubt man einfach in die Fassung rein und hat die Lampe. Wie gesagt, ist okay. Ich würde euch jedoch zu den HID-Lampen raten, weil ihr, wie gesagt, die höchste Helligkeit, die höchste Lichtausbeute habt bei den Tieren. Was ganz wichtig ist in Verbindung mit dem Licht, die Chamäleons wollen es nicht so wahnsinnig heiß. Ne? Die wollen, sagen wir, im Licht selber kann es schon seine, mal ganz grob 25 bis 35 oder direkt an der Lampe auch bis an die 40 Grad haben. Aber die Tiere wollen die Möglichkeit, sich in kühlere Bereiche zurückzuziehen. Bis zu 25 Grad, würde ich sagen, am Tag müssen die sich vom Licht, also trotz Licht, müssen die Stellen haben, wo sie bei 25 Grad im hellen Licht sitzen können. Das brauchen die Chamäleons, das wollen die, damit sie sich wohlfühlen. Und das kann man eigentlich fast nur machen, wenn man das Licht möglichst außerhalb vom Terrarium anbringt. Das heißt, man stellt es zum Beispiel oben drauf. Ne? Man hat diese Reflektoren, macht da die Lampe rein, je nachdem, stellt sie oben drauf aus Terrarium. Dann hat man die ganze Wärme, die das Licht abgeht, schon mal außerhalb vom Terrarium. Ne? Würde ich das ins Terrarium reinhängen, dann habe ich ja die ganze Wärme um die Lampe drum im Terrarium drin. Ne? Deswegen möglichst versuchen bei den Chamäleons Lampe außerhalb vom Terrarium anzubringen. Das Ganze in Verbindung mit dieser guten Belüftung, wo wir vorher gesagt haben, können wir sicherstellen, dass das Terrarium einerseits zwar sehr hell ist, hohe Lichtintensität hat, aber trotzdem sich nicht zu arg aufhitzt. Ja? Man könnte jetzt ja denken, da mache ich einfach eine kleinere Lampe rein, dann wird es auch nicht so warm. Wie gesagt, die Tiere brauchen diese Helligkeit, sie brauchen diese große Strahlung. Das heißt, wenn ich ein Terrarium habe in der Größe, wo ich jetzt euch vorher gesagt habe, 90, 50, 90 als Beispiel, dann muss ich schon mit 100 Watt, 125, vielleicht sogar mit 150 Watt kommen. Ich kriege immer wieder E-Mails von Usern, die haben noch viel größere Terrarien, die haben 1,50 Meter oder gar 1,80 Meter groß, mal Meter. Also da müsst ihr, oder da reicht schon so eine 150 Watt fast gar nicht mehr. Da müsst ihr schon mit 2 Lampen, meinetwegen 100, 150 Watt. Also ihr müsst schon volle Pulle Licht in das Terrarium reinbringen, weil er sonst macht ein großes Terrarium gar keinen Sinn, beziehungsweise sonst müsst ihr euch andere Reptilien kaufen, Leopardgeckos oder sonst was. Wenn ihr Chamäleons habt, seid euch bewusst, die Energie darf in dem Moment keine allzu große Rolle spielen, da müsst ihr richtig kleckern. Beziehungsweise glotzen, wollte ich sagen. Dann sind wir bei der Ernährung und damit beim 4. wichtigen Chamäleon-Punkt. Die Chamäleons brauchen, wie wir gerade schon gesagt haben, das UV-Licht. Und sie brauchen viel D3-Vitamin. Ne? Und das D3 kriegen wir über ein passendes Mineralpräparat. Das Herpetal Complete hat sich wirklich bei Chamäleons super bewährt. Das in Verbindung mit dem Mineral zusammen. Man mischt 2:1, deswegen habe ich symbolisch auch 2:1 hier hergestellt. Das ist wirklich eine super Vitaminisierung, die ich euch für Chamäleons empfehlen kann. Gibt natürlich auch Alternativen dazu. Ihr könnt Nekton verwenden oder es gibt noch andere Anbieter. Aber das Complete mit Mineral, das ist so das Chamäleon Insider Vitamin, würde ich bald mal sagen.
Und wichtig, das bei jeder Fütterung dazugeben, ne? Also ihr nehmt die Futterinsekten, so viel wie euer Chamäleon frisst, so 3, 4 Insekten. Das macht er in so ein kleines Glas rein, die 3, 4 Insekten, macht die Mischung an Vitamine drüber, schüttelt durch und verfüttert diese Insekten. Das bei jeder Fütterung, und wenn die Vitamine irgendwann mal leer sind, nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, müsst ihr wieder neue kaufen. Nicht sagen, ja, jetzt sind sie leer, jetzt brauche ich keine mehr. Also seid euch bewusst, Chamäleon wirklich das Leben lang wirklich die Futtertiere gut einstäuben. Jungtiere füttert ihr 5 bis 6 bis gar 7 Mal die Woche, je nach Größe. Ne? Wenn ihr wirklich ganz kleine Babys habt, könnt ihr sie jeden Tag füttern. Irgendwann macht er einen Fastentag, dann macht er irgendwann 2 Fastentage in der Woche. An den Tagen, wo ihr füttert, gebt ihr denen im Prinzip so viel, wie sie fressen. Chamäleons wachsen unheimlich schnell, haben einen recht hohen Stoffwechsel, also die Jemen und die Panther, wo wir jetzt gesehen haben, sind ja schon nach ungefähr einem Jahr ausgewachsen und entsprechend viel Futter müsst ihr denen zuführen. Und mit dem Lauf des Wachstums reduziert ihr die Futtermenge. Ein adultes Tier, würde ich sagen, tut er in der Woche noch 2, 3 Mal mit Insekten füttern. Das ist okay, beziehungsweise habt ihr ein Weibchen, die womöglich noch Eier abgelegt hat, die müsst ihr entsprechend öfters füttern. Aber habt ihr zum Beispiel ein einzelnes Männchen, würde ich es nur noch 2, 3 Mal die Woche füttern, damit der einfach nicht völlig verfettet. Die Futtergröße, manche machen den Fehler, sie füttern zu klein. Also ich würde immer so, dass es das Chamäleon gerade noch so schafft zum Fressen. Ich habe hier mittelgroße Heuschrecken bzw. große Heimchen. Vorher die Panther-Chamäleon, die wir gesehen haben, ja, da wäre das hier die richtige Futtergröße. Und genau, wenn ihr das beherzigt und die Mineralien zugebt, dann könnt ihr sicher sein, dass euer Chamäleon immer gesund ist. Ein wichtiger Aspekt bei den Chamäleons ist die Farbe. Hier nochmal ein hübsches Pärchen Panther-Chamäleon. In dem Fall, das sind jetzt Nosy-B. Die Nosy-B sind nach meiner Erfahrung zumindest bleiben gleich ein bisschen kleiner wie die Ambilobe. Farblich, das Männchen hier geht mehr in grün-schwarz von der Richtung her, hat weniger Rot drin wie das Ambilobe, aber echt auch hübsche Tiere. Die Weibchen, ja, seht ihr hier auch, hübsch gefärbt, hübsch gezeichnet. Was ich euch aber sagen will, dass natürlich der Farbwechsel bei den Chamäleons mit dem Hintergrund oder irgendwas natürlich nichts zu tun hat. Das ist Fernseh, Blabla oder Märchenstunde oder sowas. Aber sie wechseln natürlich ihre Farbe. Und zwar hat es mit der Stimmung zu tun. Wenn ihr Tiere habt, ihr werdet feststellen, morgens sind die in der Regel dunkler, haben keine besonders schöne Färbung, sondern sind eher einfarbig dunkel. Das ist, wenn sie kalt sind, dann wollen sie sich aufwärmen, dann sind sie dunkel. Und wenn sie sich wohlfühlen, wenn die Temperatur stimmt, wenn vor allem das Licht ausstimmt, dann zeigen die ihre hübschen Farben, wie hier dieses Männchen. Ja. Das ist ein Zeichen von euch, dass es dem Tier gut geht. Habt ihr ein Tier, das immer so, wie gesagt, im Prinzip ohne Zeichnung recht einfarbig dunkel ist, oder bei den Jemen-Chamäleon, manchmal haben die dann auch so ein ganz helles Grün, also kein sattes Grün, sondern irgendwie so ein mattes Grün, eher mattes, helles Grün. Das ist für euch ein Zeichen, dass irgendwas an dem Terrarium nicht stimmt, dass sich das Tier nicht wohlfühlt. Ne? Sei es, dass die Beleuchtung nicht gut ist oder dass die Lüftung nicht gut ist oder die Temperatur zu hoch oder zu niedrig. Müsst ihr aufpassen. Ja? Also achtet bei eurem Chamäleon auf die Farbe. Es muss wirklich zumindest tagsüber, gell? Also wie gesagt, nicht morgens, wenn das Licht angeht, und auch nicht am Abend, sondern am Tag. Da muss er richtig seine Prachtfärbung zeigen. Wenn er das macht, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass es eurem Chamäleon gut geht. Wenn er das nicht macht, dann ist irgendwas faul, dann müsst ihr überlegen, was ihr ändern könnt. Manchmal sind die Chamäleons etwas drohend, etwas wild, so wie der hier.
dürft ihr euch nicht zu arg den Schneid abkaufen lassen. Zum einen, es tut wirklich nicht weh, beziehungsweise guck mal, die beißen dann letztendlich nicht immer. Auch die Jemen-Chamäleon, da erlebt man es auch relativ oft, gerade die Männchen, dass die manchmal so einen Nersch machen. Lasst euch nicht davon ärgern, nehmt das Tier trotzdem raus oder nehmt es in die Hand, beziehungsweise oder ihr habt die zwei Möglichkeiten, respektiert es, lasst das Tier in Ruhe, dann wird er aber meistens euch diese Abneigung zeigen, oder wenn ihr sagt, nee, ich möchte das Chamäleon, ich muss es ja mal rausnehmen, oder und wenn ihr es nur zum Säubern rausnehmen wollt, nehmt es einfach raus. Ne? Also habt keine Angst, dass der euch einen Finger oder irgendwas abbeißt. Geht einfach hin und meistens beruhigen die sich dann relativ schnell wieder. Wie immer am Schluss der Verweis auf gute Literatur. Bei den Chamäleon sind wir wirklich in der glücklichen Lage. Es gibt einen Haufen gute Bücher über Chamäleons, möchte ich euch ans Herz legen. Also wenn ihr euch ein Jemen-Chamäleon kauft oder ein Panther-Chamäleon kauft, könnt ihr euch so Monographien sogar kaufen, beziehungsweise auch die allgemeinen Bücher, Drachen unserer Zeit oder auch das Vermehrung von Chamäleons sind tolle Bücher. Also wenn ihr euch intensiver mit dem Hobby befassen wollt, holt euch so ein Buch, könnt ihr sicherlich noch einen Haufen draus lernen und euch noch intensiver wie mit unserem Reptil TV weiterbilden. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.